Gut. Ähm, wir waren letztes Mal beim 10. Kontakt Ja. und hatten den halt nicht geschafft. Der ist halt sehr reichhaltig an ganz vielen wichtigen Informationen. Und ich hatte das, glaube ich, hier schon vorgelesen, aber das wäre wieder gut als Einstieg. Und zwar ab dem 79. Satz sagt sie: Doch den weisen Frieden der unendlichen Existenz des Geistes, der unsterblichen Schöpfung zu verstehen, das geht ganz einfach über sein menschliches Verstehen hinaus. Und weiser Frieden, meint sie damit, dass das ein dauerhaft... Wir sprechen ja immer nicht von weisem Frieden. Das ist ja eigentlich, was man nie sagt. Frieden ist Frieden. Aber Frieden ist eben nicht nur Frieden. Genau, weil Frieden ist Weisheit. Ja, wenn er weise ist, der Friede, dann hebt er. Ja. So habe ich es verstanden. Richtig. Wie es bei Ihnen hebt. Ja. Aber bei uns halt nicht, der ist nicht weise. Das ist weise nur ein Frieden ist das, wo wirklich dann Frieden ist und Frieden hebt. Aber wirklich Frieden. Und nicht nur Scheinfrieden, wo also eine gewisse Zeit geht und hebt einigermaßen und dann nachher wieder Krieg oder Unbill und weiss ich was alles ist. Ja, sondern weiser Frieden ist das, wo wirklich Frieden ist und beständig ist. Unzerstörbar ist. Das ist weiser Frieden. Ja, unerschütterlich. Unerschütterlich. Denn es ist immer, der nächste Krieg wird dann doch immer wieder vom Zaun gebrochen. Weil er eben bei weisem Frieden nicht. Ja, weiser Frieden ist beständig in alle Ewigkeit. So wie die Schöpfung ist. Es ist urewig, wie dem willst du sagen, urewig immer Frieden. Ja, dafür ist es dann halt, wir hatten ja schon Perioden des Friedens auch, aber es muss halt Periode, die nächste... das ist aber nicht weiser Frieden. Ja. Das ist Frieden auf Zeit. Ja, weil die nächste Generation nicht richtig erzogen wurde im Grunde. Ja, das muss nicht unbedingt einfach die nächste Generation sein. Das kann die gleiche Generation sein, die wieder losschlägt. Ja, natürlich. Wieder Unfrieden schafft. Ja. Aber mir geht es darum, wie kann man den Frieden beibehalten? Also, eben, wenn der Mensch weise wird. Ja. Und wenn der Mensch weise wird, dann haltet er das, was ewig ist, was ewig gut ist, was ewig existent ist, in wirklichem Frieden, wo nicht wanken tut, einmal links, einmal rechts, einmal oben oder unten, sondern wirklich auf einer geraden Linie laufen tut, ohne Wankungen. Das ist weiser Frieden. Frieden, wo wirklich beständig ist. Ja. Die Plejaden waren ja schon weit in ihrer Zukunft und haben geschaut. Und es war immer noch Frieden, nicht wahr? Bei ihnen, ja. Ja, bei ihnen. Ne? Ja. Also und der ist jetzt über 52'000 Jahre, haben sie jetzt den. Ja. Über 52'000 Jahre ist alles gleich friedlich in der ganzen Welt von Ära, in der ganzen Föderation. Und die Föderation, die geht über 1200 oder 1300 Lichtjahre weit. Ja, sehr, sehr großes Gebiet. Ja. Ja. Jetzt, Sie hatten halt den Vorteil, dass die Kugel da den Planeten umkreist hat. Die ganze Föderation, alle Planeten. Und die kann man bis heute nicht eruieren, nicht finden, haben sie nicht gemacht, obwohl sie seit über 52'000 Jahren nach dieser Kugel suchen. Sie wissen nicht, existiert die überhaupt noch? Oder hat sich das Gebilde aufgelöst,
weil sie ihre Mission erfüllt hat? Ich weiß es nicht. Und sie wissen das auch nicht. Ja. Haben Sie Zivilisationen gefunden, die das auch ohne Kugel geschafft haben? Nein. Und Sie haben ja schon viele Zivilisationen Nein. gefunden. Sie haben jetzt ein neues Universum, also eine neue Schöpfung erbrochen, wo sie am Schauen sind, wie, was, wo sie in einem Universum sind, und da haben sie Menschen gefunden, Menschen gefunden, ein Volk oder was es ist, wo gemeinsam alles machen tut, und sie haben eine Form ähnlich wie es im Bündnerland war oder heute noch ist, wo sie eine Landsgemeinde haben, wo einfach alles miteinander das Volk zusammen ist und beschliessen tut, was soll sein und so weiter und so fort. Aber sie haben bisher keinen Kontakt mit denen aufgenommen, weil sie schauen, eruieren, was wirklich vorhanden ist. Und das ist jetzt schon seit 4 oder 5 Jahren oder so, und da vielleicht sogar noch mehr, ich weiß es nicht mehr. Ja. Und was seither gegangen ist, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass das Volk dort, wo sie auf dieser Welt, in dieser Schöpfung, in dem Universum aufgegriffen haben oder gefunden haben, dass dort so etwas wie Frieden ist und sie gemeinsam bestimmen, wie, was, wo und wann. Ja. Das ist ziemlich deprimierend. Ich meine, Sie haben ja schon viele Zivilisationen gefunden. Ja, aber das ist in Ihrem Universum. Ja. Aber auch da und war überall das ist eine Krieg. vollkommen neue Schöpfung, wo sie erbrochen haben, das erste Mal, seit das überhaupt existiert. Seit Nokodemions Zeiten, durch die Hilfe der Sonar, wo im Schwesteruniversum, im Taluniversum leben, haben sie die Möglichkeit gefunden, eine fremde Schöpfung zu zerbrechen. Ja. Und dort in ein Universum hineinkommen. Und sie wissen noch nicht, welches Universum das ist. Keine Ahnung. Sie sind immer noch am Forschen seit Jahren jetzt. Ja. Und was sich da ergibt, das wissen sie ebenfalls auch nicht. Ja, das ist viel Arbeit sicherlich. Aber Und ich habe einfach nichts mehr gehört seitdem. Ja. Also Sie haben doch sicherlich schon Tausende von Zivilisationen entdeckt. Also ja, eben in ihrem Universum, im Ankar-Universum. Und die, die sie kennengelernt haben, die haben sie in ihrer Föderation. Und ja, aber sicherlich haben Sie doch auch andere entdeckt. Ich nicht. Keine Ahnung. Ah. Ich weiß nur das von Ihnen und von der Föderation. Da müsste ich schon mal nachfragen. Ja, das wäre schon interessant zu wissen, wie häufig ist das überhaupt, dass es eine Zivilisation im Universum gibt, die, ob es jetzt Ihre Dimension ist oder in unserer, ist ja egal. Mir scheint, dass wir können nicht von unserem Universum reden, da weiss ich nicht, was geht und läuft bei den Plejaren. Da habe ich keinerlei Ahnung. Und bei Ihnen weiss ich nur das von Era und das, was Sie in Ihrer Föderation haben. Ja, das wäre schon interessant zu wissen, wie häufig Sie auf Zivilisationen treffen, die friedlich sind. Keine Ahnung. Ja. Gut, okay. Dann geht es weiter darum, weil er in religiösen Irrlehren, also der Mensch, weil er in religiösen Irrlehren und in menschlich-materiellen Dingen gefangen ist,
die ihm ein Verstehen nach innerer Erfahrung vorenthalten. Ja, da sind wir wieder, die innere Erfahrung muss erstmal vollzogen sein. Ja, das ist das Gleiche. Die innere Erfahrung ist das, was der Mensch erleben tut. Das ist genau so, wo er das kann nachvollziehen, was in ihm vorgeht. Wo er erleben tut, in sich selber. Aber das macht der Mensch in der Regel nicht. Er hört davon, dass es das gibt, die innere Erfahrung. Du kannst ihm das erklären, was das ist. Er versteht das vielleicht, was die innere Erfahrung ist, aber er kann sie nicht nachvollziehen, weil er sie nicht erlebt. Oder? Die innere Erfahrung muss er also können erleben, dass er sie kann nachvollziehen. Das heißt, er lebt nach der inneren Erfahrung. Ja. So eine Art Referenz. Von, ja, von der aus man... Es ist sehr viel mehr. Es ist der eigentliche Ursprung von dem, was er dann leben tut. Was er reden tut, was er schaffen tut. Also, ich meine, schaffen an sich, schaffen gegenüber aussen, gegenüber der Umwelt, gegenüber den Menschen, wo der automatisch dazugehören, zu der Umwelt und so weiter und so fort. Ja. Er muss das können erleben. Dass er das nicht nur versteht, wie Gas das ist oder was Gas das ist. Er muss es können erleben, um das können nachzuvollziehen. Genau wie der Mensch nur das kann nachvollziehen, was er selber in jeder Beziehung erleben tut, ob es im täglichen Leben ist oder wo er arbeiten tut, wo er leben tut und so weiter und so fort. Erst dann, wenn er das selber erlebt, kann er das nachvollziehen. Und sonst hat er nur einen Verstand, den er kann brauchen, um zu verstehen, was das ist. Ja, so wie ein Kind immer erst auf die heiße Platte gefasst haben muss, um die Erfahrung gemacht zu haben. Richtig. Erst dann, wenn die Erfahrung gemacht wird, kann man nachvollziehen, dass es weh tut, wenn man auf die heiße Platte langt. Ja. Und sonst kann man sich das nur vorstellen. Ja. Und eine Vorstellung ist halt eine Vorstellung und bleibt eine Vorstellung. So lange, bis es selber erlebt wird. Ja. Und dann kann man das selber erfahren und dann weiss man, was das wirklich ist, wenn man die Hand zum Beispiel verbrennt auf der heißen Platte. Ja. Sonst weisst du das nicht. Du kannst das verstehen, aber nicht nachvollziehen, weil du es selber nicht erlebt hast. Das ist mit allem und jedem so. Ja, das... Du kannst verstehen, dass ein Mensch betrunken ist durch Alkohol, aber du kannst das verstehen, aber du kannst es nicht nachvollziehen, weil du selber den Alkohol nicht selber probierst und nicht besoffen bist, weiss ich was, oder? Ja. Du kannst das erst dann nachvollziehen, wenn du das selber erlebt hast. Ja.
das macht es dann schwierig in der Kommunikation, wenn du versuchst, Dinge zu erklären, wo die meisten Menschen gar keine Verständnis Erfahrung gemacht haben. Kein Verständnis haben dafür, wo du musst lernen, ein Verständnis haben dafür, aber dass es nachvollziehen können, dass es wirklich so ist, wie du ihnen erklären tust, ihnen verständlich machen tust, wie man sagt, müssen sie zuerst erfahren, dass es tatsächlich so ist, indem das bei ihnen das zustande kommt. Ja. Also, dass sie das erleben. Ohne Erleben gibt es kein Nachvollziehen. Ja, wenn ich da so drüber nachdenke, ist schwierig überhaupt irgendetwas jemandem zu vermitteln, wenn da eben es vonnöten ist, Erfahrung gemacht zu haben. Ja. Das kannst du nicht. Ja. Das ist deswegen, unmöglich. Ja. Du kannst nur ein Verständnis dafür erschaffen im Mensch. Also er selber kann nur das Verständnis für das erschaffen, was du ihm erklärst. Aber er kann es erst dann nachvollziehen, wenn er es selber erleben tut. Ja. Genau so wie zum Beispiel Telepathie. Du kannst einem Menschen erklären, er weiß, was das ist, Telepathie, aber er kann Telepathie nicht nachvollziehen, weil er sie nicht erleben tut. Ja. Und ja. Bei mir hapert es jetzt mit der Telepathie, seit ich den Kernschlag hatte, oder? Darum können wir jetzt da Türen schlitzen oder Krawall machen, wenn wir im Büro haben, oder telefonieren drüber, oder? Weil das nicht mehr so recht funktioniert, oder? Ja. Oder? Ja. Und das ist auch etwas, wo verstanden werden muss. Ich muss es erleben, damit ich es nachvollziehen kann. Oder? Ja. Und das ist der Grund, warum das heute auf diese Art und Weise macht, mich zu rufen. Ja. Das ist ja zu verstehen. Ja. Obwohl letztes Mal hast du ja dann, hast du ja geantwortet, während wir auch im Gespräch waren, weißt du? Ja, aber das sind nur so Momente, wo, wie soll ich sagen, wo es richtig durchdringt noch. Ja. Oder? Aber das ist nicht mehr du Schur, wie es voran war, wo hast du darauf gehen, ich höre es wirklich. Ja. Oder? Da hat man jetzt halt eine andere Methode gefunden, das Telefon, oder, dass man das da braucht, oder dass man da Türen aufmacht und wieder zuschlitzt, oder? Ja. Oder dass man da irgendwie irgendeinen Krach macht. Ja. Oder dass man dann an die Küchentür klopft oder sonst irgendwie etwas, oder? Ja, also selbst wenn, ich habe schon manchmal gedacht, wenn ich jetzt irgendwie Quetzal oder Bemunde oder so aus Versehen mal im Gang sehen sollte, dann, mich würde das nicht, würde erstmal gucken, wer ist das? Das ist am Engelberg passiert und das ist am Silvano passiert. Ja, oder? Das ist ja, bei uns der macht Silvano da ja keiner hat sogar können ein Foto machen vom Quetzal. Das war nicht so nett. Das war ja nicht nötig. Das ist nicht nötig. Das war nicht nötig. Aber ich meine, wir machen da ja eigentlich keinen. Er hat es einfach müssen vernichten nachher, oder? Ja, klar.
Ja. Aber wir Und würden ja gefasst reagieren. Moser mal, wo der Quetzal, weißt du, da ist das Zeug noch nicht da, ja, die Gestelle noch nicht da gewesen, oder? Dann ist sie da vorne reingelaufen und der Quetzal steht da hinten, oder? Wer? Das Elsie Moser. Ah, Elsie Moser. Okay, ja. Ja, genau. Ja, das ist so. Halb so wild. Die Erfahrung, die den wahren Schlüssel zur wahren Erkenntnis und Weisheit bildet. Genau, was du gerade sagtest. Die Erfahrung ist der Schlüssel. Richtig. Sonst, Erfahrung ist der Schlüssel zur Erkenntnis. zur wirklichen Erkenntnis. Ja. Und das ist nicht nur Erkenntnis, ist nicht einfach verstehen, sondern Erkenntnis ist Selbsterfahrung. Ja, dass es erlebt ist und dadurch wirklich Teil des eigenen Wesens wird. Mhm. Ja. Genau. Wunder über Wunder sind im Königreich des Geistes enthalten. Das sichtbare Universum, mit dem sich der Mensch befasst, ist nur ein kleiner Fleck in dieser wunderbaren, unendlichen geistigen Intelligenz der Schöpfung. Mhm. Universen wie dieses sind in unzähligen Milliarden in der unendlichen geistigen Intelligenz der Schöpfung enthalten. Ja. Ja. Das ist zu verstehen. Ja, allerdings, wenn man dann sagt, Milliarden von Schöpfige, das ist halt... Ja, weißt du, das ist nicht die Schöpfung gemeint, sondern Schöpfungen, wo du siehst, wo du kreierst durch deine Gedankenwelt, durch deine Fantasie und so weiter und so fort. Ah, okay. Das ist das gemeint. Das meint sie. Das ist das. Es ist wie soll ich sagen, eine Unzahl, also eine endlose Möglichkeit, wo du dieses, jenes kannst schaffen. Oder? Ja. Und das sind alles Schöpfungen, wo du deine Gedanken sind eine Schöpfungsform. Sie sind eine Schöpfung. Du schaffst die. Du musst nicht die Schöpfungen in dieser Art und Weise sehen und verstehen, wie unsere Schöpfung, wo 7 Universen in sich hat, sondern das, was du selber schöpfen tust, mit deinen Gedanken, mit deiner Fantasie. Ja, es sind alles kreative Prozesse. Das sind alles Schöpfungen. Und die sind milliardenfach. Ja. Oder? Ja. Unendliche Möglichkeiten auch. Richtig. Ja. Ja. Aber materiell gesehen gibt es schon Milliarden oder unzählige von Schöpfungen. Ja, natürlich. Ne? Jeder Grashalm. Jeder Grashalm ist eine Schöpfung. Ah ja. Mhm. Okay. Ja, gut. Ja. Ja, ist es. Du musst das sehen, wie es tatsächlich ist. Mhm. Du musst dich mit dem befassen, was gegenwärtig ist, was für dich gegenwärtig ist, was du kannst erfassen mit deinen Sinnen, mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen, mit deinen, wie sagt man, Empfindungen und so weiter und so fort. Du kannst jede einzelne Schöpfung draussen anschauen, die ist unzählbar. Alleine Wiese. Da ist kein Grashalm genau gleich wie der andere. Ist grundverschieden zum anderen. Auch wenn er gleich aussieht für dich. Ja. Genau so wie Mensch und Mensch sind verschieden, obwohl es von der gleichen Gattungen sind, von der gleichen Art sind und so weiter.
Ja. Sie können sogar genau gleich aussehen. Zwilling, Drilling, Vierling, oder? Jedes ist für sich allein eine besondere, eigene Schöpfung. Ja. Mhm. Ja. Gut. Ja. 93. Satz sagt sie, er ist erst dann erleuchtet und völlig befreit, wenn er beständig und fortgesetzt in Gedanken in der unendlichen, schöpferisch-geistigen Wirklichkeit verweilt. Mhm. Die geistige Intelligenz ist durch gesetzmäßige geistige Prinzipien erleuchtet und auf das schöpferische Wesen, die Vollkommenheit und die Kraft des schöpferischen Selbst ausgerichtet. Dies im Gegensatz zur menschlichen Intelligenz, da sich das menschliche, materielle Bewusstsein im Allgemeinen nur mit Einzeldingen der materiellen Welt befasst. Eben. Das ist genau das, was ihr jetzt gesagt habt. Ja. Das ist genau das. Ja. Du musst alles sehen, das, was wirklich vorhanden ist. Du musst die Wiese, wenn du eine Wiese vor dir hast, das ist nicht ein einzelner Grashalm, das ist unendlich viel Grashelm. Und da musst du begreifen, dass jeder Grashalm für sich alleine, ja, man kann sagen, eine Persönlichkeit ist. Ja. So musst du alles zusammen sehen, wie es tatsächlich ist. Nicht so, wie du einfach das im Vorübergehen anschauen tust, sondern wie es wirklich ist. Wie die Welt wirklich aussieht. Alles zusammen wirklich aussieht. Du musst das Ganze begreifen und nicht nur das Einzelne. Natürlich, das Einzelne musst du können begreifen, aber du musst das Ganze können begreifen auch. Zugleich. Wenn du einen einzelnen Grashalm siehst, dann musst du auch die ganze Wiese sehen. Ja. Zum Beispiel, was der Jakobus heute in der Küche erzählt hat, wegen, ich habe gemeint, das sei der Hartmut, den er redet davon. Es ist dann darauf herausgekommen, dass der Michael Single war. Wenn du den Menschen anschaust, richtig anschaust, dann siehst du auch, zu was er sich ungefähr so eignen tut. Da rührt er Michael an den Kopf. Man sucht auf der Welt so viele Chauffeure, Chauffeur lernen. Er ist nicht der Mensch, der Chauffeur lernen kann. Der kann einen Lastwagen führen und so. Musst du ihn mal anschauen. Das siehst du mal. Er ist ein Mensch, der mit den Händen etwas arbeiten tut und mit dem Kopf etwas arbeiten tut, aber nicht hinter einem Steuerrad hocken tut. Ja. Genau so wenig der Hartmut. Das sind Menschen, die mit den Händen etwas machen müssen. Das siehst du an. Ja. Oder? Ja. Und dann geht man und sagt, ja, gang Chauffeur lernen. Völlig idiotisch. Ja, das würde Ihnen nicht liegen. Nein. Nein. Das siehst du einem Menschen an, was er ungefähr leisten kann, für was er sich eignet und so weiter und so fort. Ja. Oder? Und dann geht man und sagt, lern Chauffeur. Ja. Ja. Ja, er hatte halt nicht den Überblick, ne? Nein, am allerwenigsten. Ja, das ist, was eben die Wiese sehe, ne? Ja. Dass man sieht, ja, was bringt er mit, ne? Ja. So, ja. Genau. Und, Eben siehst du, und das ist das,
was du jetzt da vorgelesen hast, man muss alles sehen, man muss es können auch beurteilen können, oder? Das, dieses und jenes, wie es dann kann funktionieren und so weiter und so fort. Das ist schöpferisch gesehen. Oder? Und wenn du schöpferisch siehst, dann siehst du eben nicht nur das einzelne Ding, sondern du siehst auch die Sachen rundherum. Oder? Ja. Ja, dass man immer wieder, manchmal guckt man dann auf das Detail und dann muss man aber wieder Schritt zurück machen, um versuchen, das große Bild zu sehen. Ja, so, ja. das ist immer, finde ich, immer so eine Wechselwirkung. Ja, das Oder, ist es ganz automatisch, Tag für Tag. Ja. Das findet von morgen bis zum Abend statt, sogar im Traum. Ja. Wenn du träumst, dann du machst das, machst dieses, machst jenes. Und vielleicht magst du dich noch erinnern, den Tag durch, wenn das die Nacht nicht richtig verschaffen kannst während dem Träumen. Dann siehst du den Tagstour, oder? Kommt das und dies und jenes auf. Ich hatte diesen und jenen Traum gehabt, oder? Dann magst du dich an Träume erinnern. Ja. Das kann mal passieren, ja. Obwohl ich meine Träume kaum erinnere, aber dass man dann während des Tages auf einmal den Traum erinnert. Ja. Ja, aber so wo wir heutzutage haben wir, wie wir es auch oft sagen, ja, genau, mit diesem, dass man immer wieder sich zum Beispiel auf ein bestimmtes Problem, wo man dann sozusagen wie mit dem Mikroskop nachher schaut, aber eben, dass man auch immer wieder zurücktreten muss, in welchem Zusammenhang ist das, was ich mir da eigentlich genauer angeschaut habe. Und das ist eben in vielen, unsere Wissenschaft zweigt sich immer mehr auf, in immer mehr Fachbereiche. Dann spaltet sie sich auf und verfresst sich aber im einen rein. Ja, genau, weil das ist dann das, was passiert. Genau. Dass sie dann nachher ganz viel wissen über einen ganz kleinen Bereich, aber sie verlieren den Zusammenhang zu sehen. Ne, dass das auch so, gerade so in der Medizin, es wird dann immer nur die Krankheit behandelt, aber der Körper wird nicht behandelt. Es wird nur noch spezifisch. Ja, genau. Aber das eigentlich... Und das darf nicht sein. Ja. Dann du musst das nebenzu auch sehen. Und können betrachten und können auswerten. Ja. Und da fehlt dann häufig das Wissen. Ne? So in der Renaissance, die konnten malen, das waren Philosophen, das waren Wissenschaftler wie Da Vinci oder so, die waren so, wir sagen ja heutzutage Universalgenies, aber sie haben jetzt vielleicht sie sind halt die bekanntesten und waren besonders große Leistungen gebracht, aber trotzdem die anderen waren, glaube ich, zu der Zeit auch generell breiter gebildet. Ne? Und heutzutage fällt dieses Allgemeinwissen immer mehr unter den Tisch. Ne? Das ist dadurch wird es dann auch immer schwieriger, sich mit irgendwas zu befassen, weil man weißt du, und dann kommt es eben so weit, oder? Es passiert das, dass der Kopf voll wird, oder? Ja. Und man sieht keinen Anfang und kein Ende mehr. Ja. Man sieht überhaupt nicht mehr, was wirklich vor sich geht. Ja, dass man zum Teil eben so eine Reizüberflutung. Ja, ne? Richtig. Also auch wenn da hunderte von E-Mails manche Leute da am Tag reinbekommen, das ist dann zu viel einfach. Ne? Aber es ist manchmal schwer, dann Herr zu werden dessen. Ne? Genau so ist es. Ja, und ja, gut. Das andere war, diese innere Welt zu erforschen. In Indien ist ja diese Tradition der Sadhus noch
recht ausgeprägt, wo Menschen sich dem im Grunde widmen. Ja, aber das läuft dann auch wieder spezifisch. Ja, das ist leider meistens religiös bedingt. Ne? Ja, und spezifisch ausgerichtet. Nur auf einen Punkt, das. Oder? Ja. Nur das ist noch wichtig. Das nebenzu spielt überhaupt keinen Ruggel mehr. Ja, wo die dann den Kontakt zur Umwelt verlieren. Ja. Also wo sie dann nur noch meditieren. Ja, da muss man mal den Buddhismus anschauen. Ja. Die machen nichts mehr anders. Ja, und nachher nicht mehr die Wäsche waschen können, so ungefähr. Also es gibt so ein Buch, das heißt nach der Meditation die Wäsche waschen, also after meditation doing laundry ist ein englischer Titel. Und das ist eigentlich, was vielen dann verloren geht. Ja. Ne? Dass man beides braucht eben. Eben, weil nur noch spezifisch ausgerichtet wird. Ja. Es wird nur noch spezifisch gehandelt. Es wird nur noch spezifisch gedacht. Ja. Oder? Ja, und auch. Es existiert nicht mehr links und rechts. Ja, genau. Und sie kapseln sich auch ab. Ja. Sie leben dann als Eremit. Und das ist eine automatische Folge. Ja, und ist dann nachher auch, finde ich, in vielen Fällen verlieren die auch ein wenig die Realität. Oder sondern ein Realitätsverlust, der dann eintritt, teilweise zumindest. Ja. Wenn man sich nur auf das Innere ausrichtet, fehlt da auch wieder die Balance. Ja. So, dass man, aber zumindestens, worauf ich genau drauf kommen wollte, bei uns also ich sag jetzt mal, oder im Christentum ist dieser Weg der Innenschau, also so fand ich das, als ich als Christ aufgewachsen bin, gar nicht gegeben. Nein. Also, gehen wir mal einen sogenannten Christ suchen, wo das fertig bringt. Ja, also es gibt... Wo nur eine Innenschau fertig bringt. Gehen wir mal einen Christ suchen. Ja. Gehen wir mal einen Buddhist suchen. Ja. Genau das Gleiche. Innenschau. Das Wort kennt er, oder? Aber wirklich nach innen schauen, können die wenigsten Menschen. Vor allem die meditieren nicht. Da die Buddhisten. Ja. Die machen nur spezifische Übungen, verfressen sich in denen. Dann hat es. Richtet sich völlig auf das aus. Aber von innen schauen, wer sie sind, was sie sind und so weiter und so fort. Nie. Ja, genau, da sagt sie nämlich auch gleich. Da kommt, ich weiß jetzt nicht, wo es ist, aber genau hier. Da sagt sie dann, daher ist eine Selbstanalyse des Menschen im Einzelnen eine der wesentlichsten Methoden, um die Wahrheit zu finden und den Weg der bewusstseinsmäßigen und geistigen Evolution zu gehen. Ja. Das ist eigentlich so der Schlüsselsatz. Der Mensch mich, er redet davon, aber er macht es nicht. Ja. Ja, mit der Selbstanalyse ist das wie mit in die Gedanken anderer einzudringen, wie sie das mal erzählt. Da findest du meist Sachen, die du nicht wissen willst. Ja, das ist ungefähr das Gleiche und das macht er kennen, das kann er kennen. Ja. Ja, da findet man bestimmt fast immer Dinge, die man nicht finden will. Ja. So. Ja. Stell dir mal vor, die da einen grossen Posten kriegen, der Bundesrat zum Beispiel. Vorher eine grosse Schnur haben,
wenn ich einmal dort bin, mache ich das und das. Und das ist sofort weg, sobald sie Bundesrat sind. Ja. Genau wie jeder andere Mensch. Ja, Das werde ich nie machen. Er ist der Erste, der es macht. Genau. Morden. Ja, das ist. Jeder sagt, ich gehe nicht morden, ich bringe keinen Menschen um. Bis er die Waffe in der Hand hat, bis er an der Front steht. Und dann nachher kennt er keine Grenzen mehr. Ja, ist so einfach. So einfach ist das. Nichts von ihnen Schau. Ja. Ich mache wirklich das, was ich jetzt sage. Es ist nur da oben, es ist nicht da innen. Ja, es ist im Kopf, aber nicht im Herzen. Ne? Ja, eben. Wir müssen das erwähnen. Ja, das ist so. Oder wenn wir von der Innenschau reden. Ja. Die Innenschau ist etwas ganz anderes, hat nichts mit dem Gehirn zu tun, hat nichts mit dem Herz zu tun und so. Ja. Aber wir müssen die Begriff brauchen, weil das unsere Sprache, unser Begriff ist, oder? Ja. Oder? Die Innenschau ist etwas ganz anderes. Ja. Ja, das hat nicht mit dem Kopf oder mit dem Herzen zu tun, aber. Nein. Wobei es macht schon einen Unterschied, wo man seine Aufmerksamkeit hinrichtet. Ob das eben nur hier ist. Das hat aber nicht, die Aufmerksamkeit hat nichts mit dem zu tun, mit der Innenschau. Aber da kommt es ja im Grunde her, dass man versteht, wenn man das sagt. So Leute, die sind dann eben nur im Kopf, eben nur im Denken. Ja, richtig. Aber dann im Fühlen, das geht dann halt so, merkt man halt, dass auch das Gewahrsam sich wirklich bewegt. Ja. Vom Kopf her so zum Herzen. Du musst das so am einfachsten vorstellen. Wenn du dir eine Vorstellung machen vom Charakter zum Beispiel. Das Tiefste im Charakter ist das vergraben, was du nach außen freigibst, wenn die und die und die Situation zustande kommt. Oder? Da sagt der Mensch, ich morde nicht. Das Tiefste im Charakter ist aber das Gegenteil vorhanden. Und das kommt zur Geltung, sobald das da oben zur Wirkung kommt, wo der Mensch in die Lage versetzt wird, wo das aktiv wird. Ja. Oder? Ja, und das muss gesäubert werden, gereinigt werden, vorhanden muss das werden, was dann Wirklichkeit ist. Also das, was man sagt, das Gute, muss Schlechte verdrängen, da unten, zunderst im Charakter rein, dass das nicht mehr vorhanden ist. Oder? Dass wirklich das Gute nachher, wenn er zum Beispiel eine Waffe hat oder wenn er auf die Front gestellt wird und so weiter, nicht morden tut, sondern das, was Wirklichkeit ist, was da gesagt wird, was da nicht als ein Lug ist, oder? Dass das aber dann Wirklichkeit ist, da unten, die Wahrheit, dass nicht gemordet wird, sondern dass Frieden gehalten wird. Sauber. Ja. Es sind dann die Situationen, die das dann durchdringen lassen. Ja. Oder durchbrechen lassen. Ja. Genau. Ja. Deswegen werden die ja beim Militär auch langsam ans Schießen herangeführt. Ja. Ne? Die hatten dann oft noch nie eine Waffe in der Hand. Ja. Ne? Und dann werden es trimmt auf das, oder? Dann wird erstmal nur auf irgendwas geschossen und dann nachher auf Pappfiguren. Ja, und richtig. Genau, so wird das dann abgebaut, die Hemmung. Und das, was unten eigentlich sollte werden, das Gute, das Friedliche,
das, was Wirklichkeit muss sein, das wird überdeckt und verdrängt. Ja. Oder? Ja. Und dann kommt halt das, was dann eingelagert ist, was verdrängt ist, kommt dann zur Geltung. Ja. Oder? Ja. Und ja, das wird nicht weggeschaffen, das wird überdeckt und vergraben. Oder? Ja, und das ist eben diese schwierige Arbeit, Ja, die jeder selbst machen muss. Ja. Ne? Die, genau. was aber halt nur wenige tun. Ne? Ja, das ist genau das. Natürlich werden auch viele negative Anlagen früh gelegt, natürlich bei uns mit Religion und ja, kaum ist der Mensch Gewaltfilme. auf der Welt, wird er beharkt mit dem. Ja, dadurch ist es natürlich schon Er muss nicht schwer. mal direkt beharkt werden, sondern indirekt. Durch das zum Beispiel, dass die Eltern den Seich erzählen, den Seich oben runterwetten und weiss ich was. Und das kriegt das Kind bereits mit, schwingungsmäßig. Auch wenn es noch nicht versteht, schwingungsmäßig dringt es ihnen in den Sinn. Ja, Und ja, dann fängt es bereits an zu wirken. ja, Sobald es in den Menschen hineingeht, fängt es an zu wirken. ja, Alleine das, wenn du irgendjemand durchlaufst und neben dir redet irgendjemand, du schnappst etwas auf, das fängt an werken in dir rein, ob du willst oder nicht. ja, Oder? ja, ja, Das ist leider so. ja, Und da dagegen kannst du dich nur wehren, indem dass du selber deine Gedankenwelt brauchst und schaust, dass du nicht beeinflusst wirst von dem, was aussen durchgeht und läuft und auf dich zukommt. Und ja. Also ich merke, wenn ich irgendwie predige, gerade in Europa hört man denen das noch mehr an als in den USA. Also da sind viele Prediger, die reden fast normal, würde ich sagen. Aber gerade in Deutschland oder so, da hörst du sofort an der Stimme, das ist ein Prediger. Egal ob Katholik oder Protestant, gerade im Radio. Also 2 Sekunden, dann höre ich das schon. Ja. Und da merke ich, da fällt mir schwer, neutral zu bleiben. Ja, Da will ich immer nur weg. Ja, Wenn ich allein schon den Tonfall höre, Ja. dann Das gehen mir ist, schon die Nackenhaare wenn hoch. du selber ein bisschen denken tust, ein bisschen achtest auf dich selber, auf die Umwelt und so weiter und so fort, dann merkst du das. Es tut dir nicht gut und dann flüchtst. Ja, das ist, also ich wünschte, ich könnte da immer so neutral bleiben, aber ich merke es halt und ich weiß halt, ich muss jetzt hier gehen. Eben, ja. So, und dann tue ich das in der Regel auch. Siehst? Und das ist der Weg, wo der Mensch eigentlich müsste gehen. Sobald in der Umgebung etwas geht, wo nicht gut tut, er sollte das merken, er sollte weglaufen davon. Ja. Und Ja, wie Eva auch manchmal sagt, so wenn da irgendwo Streit ist oder so, dann kannst ja weggehen. So, ja, du hast also, das beste Beispiel, weißt du, das geht nicht nur mir, das geht allen auf die Nerven. Der Jakobus zum Beispiel. ja, das, Oder? du kannst manchmal nur weggehen halt. Ja, hast ja keine andere Wahl. Ja, ist so. Ja, es ist leider so. Ist so. Wichtig ist, dass man darum halt weiß und dann das bemerkt und dann kann man dementsprechend handeln halt. Ja, ne? du hast das richtige Wort gewählt. Da kommt mir in den Sinn. Da passt genau das Wort dazu, wenn du dann weglaufst, wenn du nebenzu blöd geschnurrt wird zum Beispiel, oder was du nicht weisst, macht dir nicht heiß. Ja.
Was ich nicht weiß, macht mir nicht heiß. Ja. Oder? Das, ja. Ja, genau. Ja, wo du auch sagtest, war auch irgendwas und dann meintest du Tupta oder so, ja, manchmal erzählt ihr mir mehr, als ich eigentlich wissen möchte. So. Aber es sind eben auch viel negativ oder schlimme Dinge, die auf der Welt passieren. Ja, das ist halt sehr weg, weißt, wenn du halt redest, es kommt da sind sie, dies sind sie, jenes sind sie. Und du musst es einfach loswerden, du musst es einfach sagen, weil es dich irgendwie druckt. Ja. Oder? Ja. Es muss aus der raus. Ja, ich verstehe das immer besser. Du hast mir ja jetzt auch schon einige Sachen gesagt, die ich da für mich behalten soll. Ja. Und wo ich dann, so am Anfang ist es dann noch einfach, aber nachher häuft sich das dann. Ja. Und dann muss ich überlegen, darf ich das jetzt sagen oder vergesse ich das jetzt besser wieder, ne, dass es bloß mir nicht rausrutscht? So, wo ich mich dann immer besser in deine Lage versetzen kann. Du weißt so viele Dinge, die du uns aber nicht sagen darfst. Das häuft sich nachher so viele Sachen, dass es dann manchmal schwierig ist, den Überblick zu behalten. Natürlich, ja, das ist schon wahr. Je mehr du es weisst und je mehr du schweigen musst darüber, umso schwieriger wird es. Ja. Normal ist es ja so, es hat eigentlich jeder Mensch Sachen in sich hinein, die er nicht sagen will oder nicht sagen soll oder nicht sagen darf. Hat jeder Mensch in sich hinein. Ja. Und da fällt es eigentlich nicht so schwer. Aber je mehr als du weisst, umso schwieriger wird es. Ja.